Im Mai 2006 jährt sich der Geburtstag des deutschen Wunderheilers Bruno Gröning zum 100. Mal. Aus diesem Anlass treffen sich im westfälischen Geseke etwa 2000 Bruno Gröning-Freunde zu einer großen Feierstunde. Obwohl Gröning schon 1959 gestorben ist, wächst die Zahl der Menschen, die sich mit ihm und seiner Lehre befassen, ständig. In über 100 Ländern gibt es mittlerweile Gemeinschaften des Bruno Gröning-Freundeskreises. Auch viele Ärzte interessieren sich für das Thema. Manche erleben sogar selber Heilung. Ich habe da tatsächlich die Beschwerden nicht mehr bekommen und plötzlich eine Heilung erhalten, die so für mich unerklärbar war. Aus medizinischer Sicht gesehen für mich also einfach nicht zu erklären, wie etwas über Nacht verschwinden kann. Eine Allergie, die eigentlich bestehen hätte bleiben müssen, bis an mein Lebensende. Und deswegen bin ich gerade so froh, dass wir diese Möglichkeit haben, den Menschen einen Weg an die Hand zu geben, wie sie aus sich selbst heraus Heilung erlangen können. Hier geht es nicht um Krankheitsbehandlung. Hier ist ja auch kein Heiler. Es gibt keinen Heiler. Es geht einfach nur, dass der Mensch sich innerlich neu orientiert und etwas öffnet, was er vergessen hat. Die Gründerin des Bruno Gröning-Freundeskreises, die österreichische Lehrerin Grete Häusler, erlebt 1950 bei einem Vortrag Grönings Heilung von 3 unheilbaren Krankheiten. In der Folgezeit baut sie in Österreich viele Gemeinschaften auf und engagiert sich auch in den 70er Jahren in dem noch zu Lebzeiten Grönings gegründeten Verein. Doch 1979 kommt es zum Bruch. Der Vereinsvorstand fordert sie auf, ihre Aufgaben niederzulegen. Von einem Tag zum anderen ist sie von allem abgeschnitten, was ihr das Liebste ist. Doch sie entscheidet sich weiterzumachen. Zunächst steht Grete Häusler völlig allein da. Nur einzelne der alten Freunde halten ihr die Treue und beginnen an ihrer Seite den Neuaufbau. Und die Frau Häusler hat gesagt, und ich fange neu an. Und wenn niemand bei mir ist, ich fange neu an. Und wir haben uns dann auf Seiten von Frau Häusler gestellt. Und wir waren dann ganz wenige, ich werde mal schätzen, vielleicht 10, 15 Freunde waren wir. Und dann habe ich dann die Frau Häusler dann auch näher kennengelernt. Mich hat das angesprochen, die bringt etwas rüber. Und ich hatte schon Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Ich war ja beim Bundesgrenzschutz. Da habe ich also beim Herrn Genscher im Gartendienst gemacht. Ich war bei der Polizei. Da habe ich im letzten Sicherheitsbereich gestanden, am Flughafen, wo dann der Breschnew-Besuch war. Also Staatsmänner, wo man sagt, dann ist das ganze Volk schaut auf so einen Mann. Und bei dieser Frau Häusler hatte ich das Gefühl, also da ist viel mehr. Aber ich konnte es nicht erklären. Sie hatte innerlich die Aufgabe gespürt, es allen Menschen darüber zu bringen, die Aufgabe, die Bruno gestellt hat, dass er für alle Menschen gekommen ist. Und ist allen Widrigkeiten ganz wunderbar begegnet. Und ich habe angefangen, Stück um Stück. Und eines Tages bekam ich so im Herzen das Wort, die Seele werden sich noch füllen. Und ich habe einfach geglaubt. Ich habe einfach geglaubt. Und Frau Häusler hat dann die Hilfesuchenden gesammelt und ist dahin gefahren. Wir sind mitgefahren. Wir sind nach Bremen gefahren, nach Hamburg, Elmsbüttel, waren vereinzelt Menschen. Das waren alles Wohnzimmergeschichten. Das war nie im Hotel oder so. Wir sind immer ins Wohnzimmer, Krankenbetten gefahren, Hausbesuche einzeln. Das waren alles immer nur ganz, ganz persönliche Einzelgeschichten. Und das war Basisarbeit Nummer 1. Das war die Arbeit am einzelnen Menschen, die sie damals wirklich gemacht hat und aus der Liebe heraus den Menschen zu helfen. Auch wenn dem Bruno Gröning-Freundeskreis, wie er sich nun nennt, in den ersten Jahren nur wenige Freunde angehören und ihre Zahl nur langsam zunimmt, geschehen doch große Heilungen. Nathalie Großmann beispielsweise wird frei von einem Hirntumor, der sie über 7 Jahre gequält hatte. Weder Ärzte und Heilpraktiker noch ein Geistheiler hatten ihr helfen können. Sie war verzweifelt. Ich wusste dann nicht mehr ein noch aus. Also ich konnte dann gar nichts mehr essen, hatte ganz stark abgenommen an Gewicht und war so traurig.
und begann zu weinen an diesem Tag und kniete nieder und betete zu Gott: Lieber Gott, wenn es dich wahrhaftig gibt, dann hilf mir bitte. Und einige Tage später kaufte ich eine Zeitschrift und in dieser Zeitschrift war ein Artikel von Frau Häusler, 2 DIN A4 Seiten, über Heilung auf geistigem Wege durch die Lehre Bruno Grönings. Nachdem Nathalie Großmann Kontakt zu Grete Häusler aufgenommen hat, verschwinden innerhalb kurzer Zeit alle Beschwerden. Sie nimmt wieder zu und wird wieder ganz gesund. Auch ihr Mann erfährt Heilung. Ja, meine Rückenschmerzen, die fingen ungefähr an 1974, 75 ungefähr. Da bekam ich in schubmäßig Rückenschmerzen, kam auch durch meine Arbeit. Und des Öfteren musste ich mal zum Arzt gehen, Spritzen holen. Dann ging das wieder eine ganze Zeit. Das zog sich so auf, ja, bis 1980, so 6, 7 Jahre zog sich dann so alles hin. Bis der Orthopäde dann festgestellt hat, es war ein Bandscheibenvorfall. Und da sagte er mir, wenn ich so weitermachen würde mit meiner Arbeiterei und so weiter, die vielen Stunden am LKW, dann würde ich eines Tages im Rollstuhl landen. Und das gibt einem dann zu denken. Er war Kraftfahrer lange Zeit und hatte die ältesten LKWs, die es damals gab, und dadurch eben an Bandscheibenleiden. Meine Frau hat mich vorgestellt bei Frau Häusler. Frau Häusler hat mich dann eingeführt. Und der erste Eindruck war so, naja, wie soll ich so sagen, naja, wo bist du denn hier gelandet? Das war so der erste Eindruck. Ich denke, die sind ja alle so freundlich. Wo habe ich denn zu Hause, mit was für Rabauken habe ich da eigentlich immer zu tun? Und nach der 3. Gemeinschaftsstunde in Grimberg, da fuhren wir nach Hause und 2 Wochen später bekam ich, das kam richtig wie aus dem heiteren Himmel, bekam ich Regelung im Rücken. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Als Regelungen bezeichnete Bruno Gröning einen Reinigungsvorgang, den die Heilkraft im Körper auslöst und durch den die Gesundheit zustande kommt. Der Schmerz, der zog von einer Wirbelsäule hoch bis in den Kopf rein. Ich wusste gar nicht mehr, was Sache war. Ich hätte mich so verstecken können. Nach einer Woche war das wie weggeblasen, bis heute. Ich habe keine Rückenschmerzen und nichts mehr. Es ist hier jahrelang so gegangen, dass immer sehr wenige Freunde waren. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da gesessen haben und gesagt, jetzt bitte mal, dass wir 100 werden. Ja, also das war 100, das war schon eine utopisch hohe Zahl. Grete Häusler gründet Gemeinschaften in München, Hamburg und einigen anderen Städten. Unermüdlich ist sie nun unterwegs und betreut die Freunde. Alle 3 Wochen fährt sie nach Hamburg, Lübeck und Bremen, am darauffolgenden Wochenende nach München und Stuttgart und am 3. Wochenende leitet sie die Gemeinschaften im Kölner Raum. Doch sie hält nicht nur Gemeinschaftsstunden, 2-mal im Jahr lädt sie alle Freunde zu Tagungen ein. Wir sind am 30. Mai 1981 eingeführt worden und dann war ein paar Tage später, das war nämlich ein Mittwochabend, an dem Wochenende drauf war Pfingsten und da war die Pfingsttagung. Und die war bei Frau Häusler auch im Wohnzimmer. Da waren noch nicht viele Freunde. Das Wohnzimmer wurde dann im Laufe der Jahre immer voller, aber beim ersten Mal waren es noch nicht so viele. Und als wir dann zur Tagung gefahren sind nach Grimberg, zu Frau Häusler in ihr Wohnzimmer, das war die Jahrestagung für den gesamten Freundeskreis. Und dort es war ausgeräumt, das Wohnzimmer, und auch ein Nebenraum war noch ausgeräumt und es waren vielleicht, schwer zu schätzen, so um die 50 Freunde, schätze ich mal so, aber mehr waren es bestimmt nicht. Zu diesen Pfingsttagungen wurde dann immer die Statistik vorgelesen. Das heißt, wie viele Freunde in welchen Gemeinschaften tatsächlich zum Freundeskreis gehörten. Und da weiß ich noch, es war große Aufregung, denn wir waren über 100 Freunde. Das war also phänomenal. Etwa zu dieser Zeit erfährt auch Erika Kamp vom Bruno Gröning Freundeskreis. Sie erhält unerwartete Hilfe für ihren todkranken Vater.
Mein Vater war 1982, es war wohl Ende August, so schwer erkrankt. Er hatte furchtbare Schmerzen am ganzen Körper, vor allen Dingen im Brust- und Bauchbereich. Das war so schlimm, dass wir ihn wirklich ins Krankenhaus einliefern lassen mussten. Und dort stellten die Ärzte Streukrebs fest, von Kopf bis Fuß. Und man hat ihn nach Hause entlassen, im Grunde genommen zum Sterben. Und meine Mutter und ich hatten ihn nun zur Pflege zu Hause. Wir haben das ja ein paar Wochen lang gemacht, aber es wurde uns zu viel. Der Zustand meines Vaters war so schlimm, dass er ans Schreien kam. Er hat geschrien, wenn wir ihn nur berührten. Er hatte einen Venenstau im rechten Arm. Der Arm war dunkelblau. Er konnte keine Tröpfchen mehr nehmen, also Morphiumtropfen, damit die Schmerzen eben erleichtert würden oder gestillt würden. Der Hausarzt hat mir erlaubt, ich war in einem kaufmännischen Beruf tätig, der Hausarzt hat mir erlaubt, ich dürfe ihm Morphium spritzen. Da wäre eh nichts mehr falsch zu machen. Es würde nur noch ein paar Tage dauern. Dann habe ich ihm wirklich abends immer Morphiumspritzen gegeben und auch die Dosen sollten erhöht werden. Und dann ging das aber über unsere Kräfte, über die Kräfte meiner Mutter und über meine. Also wir sahen da nicht mehr weiter, wir waren ja ungeübt. Und da haben wir uns an eine Gesellschaft gewandt, also eine Pflegegesellschaft. Und da hat man uns eine Kraft geschickt. Und diese Krankenschwester war Frau Löllgen. Durch die Sozialstation, die ich früher leitete, kam ich zu der Familie Kamp und zu dem Ehepaar Heidgen, die damals um Hilfe baten in der Hauspflege. Der Herr Heidgen war so am Ende, er war eigentlich aufgegeben, er hatte von den Ärzten höchstens noch 14 Tage zum Leben. Er hatte schon ein Bauchhautrascheln, das ist ein deutliches Zeichen vor dem Exitus, also vor dem Heimgang. Sie pflegte meinen Vater, so wie sie es konnte, und hat dann auch gefragt, glauben Sie, meine Mutter und mich, glauben Sie, dass Ihr Vater gesund werden kann? Und da haben wir beide gesagt, nein, also das ist nun wirklich nicht möglich. Wir haben es ja nun nicht gerade schriftlich, aber ja, wir haben es aber doch nun wirklich definitiv vom Krankenhaus, von den Ärzten, dass er Streukrebs hat, dass der ganze Körper befallen ist. Also da ist wohl wirklich nichts mehr zu machen. Dann glaube ich für Sie, hat sie gesagt. Und dann hat sie langsam, so täglich mehr und mehr angefangen, über Bruno Gröning zu erzählen. Ich konnte anfangs wirklich schlecht da was mit anfangen. Er stand doch nicht im Telefonbuch. Also ich wollte wohl mehr wissen. Ich war schon neugierig geworden, aber es war mir alles so fremd und ich habe das irgendwie ein bisschen abgegeben, also wollte da nicht so viel mit zu tun haben. Ich sah immer nur meinen Vater, der so schlecht dran war. Aber Frau Löllgen war sehr zuversichtlich, hat gesagt, wir warten ab, das wird schon wieder. Und das war uns alles so weit weg und so unwahrscheinlich, dass einer das sagen konnte, wenn man doch diesen Zustand sehen konnte von meinem Vater. Man sah doch, wie es ihm ging. Und eigenartig war, man merkte, dass es doch jeden Tag sich veränderte bei meinem Vater. Der blaue Arm ging in der Farbe zurück, also der wurde wieder normal. Eigenartig war das. Er hatte 5 Wochen keine Verdauung, auf einmal war die Verdauung wieder in Ordnung. Eigenartig. Dann haben wir was gemixt. Alles, was uns einfiel, Apfelsinensaft, Eigelb, Traubenzucker, Banane, alles in einen Becher hinein. Und die Frau Heidgen gab mir den in die Hand und sprang raus. Und ich stand ja direkt vor ihm, ahnungslos. Ich hätte mir es ja denken können, aber das war mir da genommen, dass wenn er ein Krebsgeschwulst in der Speiseröhre hätte, dass das ja alles spontan im Hohenboden zurückkommt. Aber er hat getrunken und getrunken, es kam nichts mehr zurück. Ja, und dann war es auf einmal so weit, dass er wieder normal essen konnte. Das ist jetzt etwas gerafft alles, aber das habe ich so im Gedächtnis. Er konnte wieder Schwarzbrot essen, er konnte Linsensuppe essen, also richtig deftige Kost. Nicht? Und er saß auch wieder auf einem normalen Stuhl. Und es war auch so, dass er dann wieder Treppen gehen konnte. Das war großartig.
Ja, und dann kam mir so allmählich in den Sinn, also da ist etwas geschehen, was nicht normal war. Und dann hat Frau Löllgen mich gebeten, Frau Kamp, Sie haben nun gesehen, was geschehen kann. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie sich einführen lassen in die Lehre Bruno Grönings. Ich bin dann mit meiner ganzen Familie zu Frau Häusler damals noch gefahren. Sie wohnte auf dem Grimberg. Und da hat Frau Häusler uns eingeführt, uns die Lehre Bruno Gröning nahegebracht, nur unserer Familie. Und das war für mich so eine Umwandlung. Also ich bin danach nur geschwebt. Also ich fühlte mich so erhoben im Alltag, beim Einkaufen. Ich habe immer nur gedacht, boah, was ist mit dir geschehen? Das ganze Dorf wusste dann, Herr Heidgen ist wieder die Treppen heruntergegangen. Er kam zu seiner Tochter, es war kurz vor Ostern. Und ja, und sehr lustig und die Frau Kamp hat bald geweint, dass der Vater da stand. Es ging uns beiden nahe, wie wir hereinkamen und sagte, na, einen Vogel habt ihr auch. Er hat einen Vogelkäfig. Und hat so in seiner lustigen Art wie immer reagiert. Und ja, und ist dann später auch in Dillenburg gewesen, am Grab von Bruno Gröning. In Dillenburg mussten wir einen Berg hinaufgehen, um zum Grab zu kommen, denn der Friedhof in Dillenburg ist ziemlich gebirgig, so kann man es nennen. Und dieser steile Berg, den hat mein Vater geschafft, mit langsamen, kurzen Schrittchen, aber er hat ihn geschafft. Und dann hat er am Grab auf so einem Bänkchen gesessen und hat das Geschehen dort miterlebt. Und das war einfach etwas ganz Besonderes, dass er das wieder konnte. Und das war etwas ganz Besonderes. Und als wir dann nach Hause fuhren, da waren wir einfach nur glücklich. Da war irgendetwas ja auch abgeschlossen. Also der ganze Heilungsprozess, das war wunderbar. Heilungen wie diese sind es, die Grete Häusler immer wieder darin bestärken, weiterzumachen und notleidenden Menschen die Möglichkeit der Heilung auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings zu eröffnen. Nicht nur in Deutschland gründet sie Gemeinschaften und betreut Hilfesuchende. Auch in die angrenzenden Nachbarländer reist sie und berichtet von Bruno Gröning. Da frug mich Frau Häusler, ob ich noch Zeit hätte, eine Woche, und dass wir mal losfahren könnten, um Heilungssuchende zu besuchen. Ich habe zugesagt, Urlaub genommen, meine Frau ist mitgefahren. Da sind wir angefangen in Heidelberg bei einer jungen Ärztin. Von da aus sind wir weitergefahren nach Frankreich, nach Bütten sind wir gefahren. Da haben wir bei älteren Damen besucht, war sehr schön. Von Frankreich aus sind wir weitergefahren zur Schweiz und von Schweiz aus nach Österreich. Ja, dann haben wir eben Ziele wie Frankreich angesteuert, dort wegen 2 oder 3 Freunden hingefahren und dann Gemeinschaftsstunde gehalten mit so wenig Leuten. Wir sind fast zu mehreren hingefahren, als dort wir vorgefunden haben. Und das Gleiche in der Schweiz auch, in der Anfangszeit, wo auch eine kleine Gemeinschaft da war und eine Handvoll Freunde. Dann sind wir bis nach Südtirol runter und haben da die Einführung gemacht. Das war manchmal nur eine einzige Familie. Also die Anfänge waren schon mühsam. Und da habe ich auch diese Durchschlagskraft von meiner Schwiegermutter sehr bewundert, die eben da alles in Bewegung gesetzt hat, um jeden Hilferuf gerecht zu werden. Egal wo es war, sie ist überall hingefahren. Und wenn es ein ganzes Wochenende gebraucht hat, dann war es ihr das wert. Es ging immer bis spät in die Nacht. Also es ist mir schon klar, dass das Reisen kein Zuckerschlecken ist, dass man kaum Schlaf bekommt, dass man, was weiß ich, bis 2, 3 Uhr nachts da sitzt mit den Freunden, die ihr Herz ausschütten und irgendwelche Fragen beantwortet haben möchten, mit Frau Häusler redeten. Ja, das war schon immer so, dass die Frau Häusler eigentlich am Wochenende nie zu Hause war und immer nur für die Freunde da war. Und ich habe immer sehr gestaunt. Ich meine, die Frau hat eine große Familie gehabt, Haus und Garten. Und wo sie diese ganze Kraft, das Engagement hernimmt, da jetzt noch extra nach Österreich zu fahren und
ja, den Freunden von Bruno Gröning zu berichten. Ja, ich habe die Frau Häusler bewundert dafür, dass sie das überhaupt macht. Wer macht das denn schon? So kreuz und quer durch Europa, kann man mal sagen, und jetzt durch die ganze Welt. Wer macht das denn schon? Das ist doch nun mal was. Ja. Das war ein Erlebnis, wenn man die Tour mal mitgemacht hatte. Man kam zurück und war voll Kraft, war nie irgendwie kraftlos. Kam dann morgens zur Arbeit hin am Montagmorgen, wie geht's dir? Ja gut. Wenn man erzählt, wo warst du dann gewesen? Ich war in Österreich. Hä? Ja, konnte keiner verstehen. Ich war am Wochenende mal eben nach Österreich gefahren, Freitagabend losgefahren und Montagmorgen bin ich zur Arbeit gekommen. Meine Kollegen in der Arbeit haben gesagt, du kannst nicht alle haben. Also ich sage das jetzt mal so in unserem Ausdruck, Wochenende da so Schweiz, Österreich, Frankreich zu fahren, 2.500 Kilometer am Wochenende. Also ich wüsste was Besseres mit dem Wochenende zu tun. Alle 6 Wochen unternimmt Grete Häusler diese aufwendigen Fahrten. Doch die Zahl der Freunde vor Ort steigt kaum. Während der Freundeskreis in Deutschland Mitte der 80er Jahre bereits über 700 Freunde umfasst, kommen in Österreich und der Schweiz kaum neue hinzu. Zwar erleben auch hier die Freunde Hilfen und Heilungen, aber nach wie vor sitzt Grete Häusler mit ihren Begleitern in den gleichen Wohnzimmern und Küchen. Also meistens glich sich das aus, so viele Gäste, so viele einheimische Freunde waren auch da und nicht nur über einen kürzeren Zeitraum, über viele, viele Jahre. Es war ziemlich zäh und das hat lange Zeit gedauert, bis dann endlich dann doch mehr gekommen sind. Also ich kann mich an einige Male erinnern, wo wir wirklich, das Auto, was runtergefahren ist, wir waren halt mehr als die Freunde, die dann vor Ort noch dazugekommen sind. Wenn man überlegt, man fährt alle 6 Wochen dahin, wie die Frau Häusler das gemacht hat. Und man sah nie irgendwie Erfolge, dass man sagen könnte, so, nach 6 Wochen sind jetzt nicht 3, sondern sind 9 Menschen da oder 12 oder 15 oder 20. Nein, es waren 3, 4 und das war's. Sie fuhr immer wieder für die gleichen Freunde dorthin. Sie hat nie aufgegeben. Sie hat immer wieder für diese paar, die da gewesen waren, die Kraft aufgenommen, ist zu denen hingefahren, hat wirklich diese Tour da nur für diese Freunde gemacht. Aber die Frau Häusler hat das Gefühl gehabt, einfach durchhalten und weitermachen. Und es hat sich letztendlich bewährt. Nach und nach sind immer mehr Interessierte und Freunde dazugekommen. Und der Kreis wurde dann immer größer. Sind es in den 80er Jahren nur einzelne Freunde, die sich in Österreich zu Gemeinschaftsstunden treffen, so gibt es 2006 allein in Wien bereits über 20 Gemeinschaften. Auch Tagungen werden in der österreichischen Hauptstadt durchgeführt. Doch ganz gleich, ob viele Freunde oder wenige, über all die Jahre geschehen immer wieder ganz erstaunliche Heilungen. Alljährlich veranstaltet der Bruno Gröning Freundeskreis in Österreich sogenannte Wanderwochen. Rund um die Bischofsmütze im Dachsteingebiet treffen sich die Freunde, um gemeinsam in der Natur Kraft zu schöpfen und Erholung zu tanken. Entstanden sind diese Wanderwochen Ende der 80er Jahre aus dem Wunsch einiger Freunde, gemeinsam Urlaub in den Bergen zu machen. Und so kamen die Freunde hier die ersten Jahre mit 30, 40, 50, 60 Freunden zusammen, um gemeinsam in diesem Gebiet die Berge zu ersteigen, die Natur zu erleben. Und sie haben gespürt, dass sie nach dieser Woche erfrischt, erquickt, gestärkt wieder nach Hause gefahren sind. Ja, und so haben sie das fortgesetzt und von Jahr zu Jahr sind es mehr Freunde geworden, die dabei sein wollten, die mitgefahren sind, sodass es heute so weit ist, dass wir diese Woche mit 650 Freunden hier am Fuße der Bischofsmütze stehen. Von hier aus werden die Wanderungen unternommen, natürlich nicht alle auf einmal mit einer Gruppe, sondern es werden Gruppen von 20 bis 40 Freunden eingeteilt. Und es gibt viele, viele wunderbare Touren, die dann tagsüber gemacht werden.
und am Abend sind wir dann gemeinsam zusammen. Wir haben hier im Ort eine Möglichkeit, wo wir mit 650 Freunden zusammenkommen können. Und da werden dann diese wunderschönen Berichte erzählt, was die Freunde hier in dieser Natur erleben. Ich habe oft auch erlebt, dass ich in der Natur bin und dann auch die Gedanken und alles nach oben orientiert und in der Kraft, dass ich plötzlich, da kommt so ein ganz sanfter und liebevoller, streichelnder Wind und streichelt und berührt mich da ganz sanft und ich spüre, dass der kommt auf, der Wind, der kommt plötzlich auf. Jetzt auch, jetzt kommt plötzlich so ein Wind. Und dann das Herz öffnen und dann merken, das ist ja er, der mich hier berührt und mich streichelt. Und dann kann ich das aufnehmen und der Körper reagiert positiv darauf. Das ist ein Erlebnis. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel so zurückschauen, hier, diese Halme, das sind alles ganz kleine Fühler, wie hier an meinem Arm die Härchen. Das sind die Härchen der Mutter Erde. Und die genießen da den Wind, wiegen sich im Wind. So ganz feine Fühler sind das. Und die machen genau das Gleiche wie unser Körper. Die nehmen jetzt das letzte Abendlicht und diese Windeinheiten in sich auf und das geht dann in die Erde rein. Das ist immer alles gleich. Der Körper ist genauso wie die Erde. Jetzt kommt so ein schöner Windstoß, nicht? Kühlt uns leicht ab. Genau hier reagiert das auch drauf. Oder weiter hinten oben sieht man diese Erlen da oben, die Stauden und der Lerch. Die ahlen sich richtig im Wind. So, die genießen diesen lauwarmen Abendwind. Und der streicht da durch und automatisch noch das Licht, das reflektiert. Und wenn man da hinschaut, macht man das gerade mit. Das ist ein Körpergefühl. Das ist etwas, da kann man nur stehen und gucken und aufnehmen. Und das habe ich halt, der Heilstrom hat mich sensibilisiert. Der Natur kommt in der Lehre Bruno Grönings und somit auch im Bruno-Gröning-Freundeskreis eine große Bedeutung zu. Deshalb werden nicht nur Wanderwochen veranstaltet, sondern es werden auch viele Naturfotos gemacht und den Freunden zur Verfügung gestellt. Die Natur ist Gott, sagt Bruno Gröning auch. Und wenn man fotografiert, die Kraft, was man in das Augenblick erlebt, ist in einem Foto erhalten. Das ist das Besondere. Und wenn man sich einstellt für ein Foto, wenn man nicht denkt, ich kann was, aber wenn man wirklich Gott fragt, bitte, du machst das, ich kann es nicht, dann legt er alles in ein Foto, was notwendig ist. Und jeder andere Mensch, die da offen vor ist, die kann das dann spüren. Das ist das ganz Besondere. Als Anneke Hagen de Waal 1994 zum ersten Mal von Bruno Gröning hört, kann sie nicht damit rechnen, jemals wieder fotografieren zu können. Ihre Gesundheit ist ruiniert und nach einem mehr als 7-jährigen Martyrium ist ihre Situation hoffnungslos. Ich saß im Rollstuhl und von den 7,5 Jahren, die letzten 2 Jahre, konnte ich nur noch im Bett liegen, auf meiner Rücken. Ich hatte solche Schmerzen, ich konnte mich nicht mehr allein drehen, musste meinen Kopf unterstützen mit 2 Kissens. Habe ich das nicht gemacht, dann war der Schmerz nicht mehr auszuhalten. Ja, dann hörte ich von Bruno Gröning Freundeskreis in 1994 von einer Freundin, die die gleiche Krankheit hatte. Man nannte das ME, myalgische Enzephalomyelitis. Die hat die gleiche Krankheit in mindere Mate und die hat die Heilung bekommen. Innerhalb weniger Monate wird auch Anneke Hagen de Waal wieder gesund. Sie ist nun nicht mehr bettlägerig, braucht keinen Rollstuhl mehr und kann wieder unbeschwert und glücklich am Leben teilnehmen. Zusammen mit ihrem Mann macht sie nun nicht nur wunderbare Naturfotos, sondern beide leiten auch gemeinsam die sogenannte Hilfebedürftigstenarbeit im Bruno Gröning Freundeskreis. Dabei geht es um Menschen, die Heilung von Suchterkrankungen suchen oder schon erlebt haben. Das hat eigentlich alles angefangen mit einer Heilung, die passiert ist
in einer ganz normalen Gemeinschaftsstunde, wo also jemand, ein Freund, jemand mitgebracht hat, immer in die Stunden, der heroinabhängig war. Und diese Freundin ist frei geworden von der Abhängigkeit. Und ja, mit dieser Heilung hat es angefangen. Diese Frau hat ein großes Herz gehabt für Menschen, die abhängig sind oder abhängig waren. Und da ist die Idee gekommen, dass man für die auch etwas schafft, wo die auch die Kraft aufnehmen können und frei werden können, vor allen Dingen auch. Bei mir war es so, dass ich im Alter von ca. 15, 16 Jahren zum ersten Mal in Berührung gekommen bin mit Alkohol. Alle im Umfeld haben Alkohol getrunken, meine Eltern, meine Verwandten, im Freundeskreis. Zu jedem Anlass wurde Alkohol konsumiert. Ich habe damals eine Lehre begonnen als Raumausstatter. Auch da wurde Bier getrunken in der Arbeit. Es war für mich keine leichte Zeit damals. Der Chef war sehr autoritär. Ja, und ich kann sagen, ich habe mich dann ziemlich schnell in den Alkohol geflüchtet, in den Pausen und vor allem dann am Feierabend. Irgendwann hat es dann solche Ausmaße angenommen. Man ging nach der Disco in die nächste Disco, in die nächste Kneipe, bis nichts mehr offen hatte. Und anschließend holte man dann an der Tankstelle, haben wir uns noch einen Kasten Bier geholt und dann ging es zu Hause noch weiter. Ja, so ging das über Jahre. Das Problem war, dass er nicht aufhören konnte und dass er nach Alkoholgenuss oft sehr, sehr aggressiv wurde. Es gab Streit, ein falsches Wort von mir, ein falscher Satz. Er bekam es in den falschen Hals und es begann der Streit und er konnte mit dem Streiten nicht aufhören. Für mich war die Zeit, ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Es war ein Kampf, es war so ein Kampf für mich. Auf der einen Seite, ich habe es gespürt, was für ein liebenswerter, feiner Mensch er ist. Und auf der anderen Seite, diese Veränderung, wenn er Alkohol getrunken hatte. Wir waren beide am Ende. Es war die Hölle, kann ich sagen. Und ja, wo einfach meine Frau auch gesagt hat, du musst dich entscheiden, so geht's nicht mehr. Entweder ich oder der Alkohol. Und mir war klar, was ich wollte. Ich wollte mit meiner Frau leben. Ich wollte frei werden. Hab dann gedacht, ich könnte einen normalen Umgang mit Alkohol erlernen. Musste aber dann feststellen, es geht nicht. Ich kann nicht wie ein anderer mal ein Gläschen Wein am Abend trinken. Es war mir nicht möglich. Wenn ich begonnen habe zu trinken, musste ich weitermachen. Ich möchte es heute als Knechtschaft bezeichnen. Ich war wirklich geknechtet vom Alkohol. Man hört dann oft von außen, ja, hör halt einfach auf. Oder du musst ja nicht trinken. Aber der Punkt ist wirklich, man muss. Man kann nicht aufhören, auch wenn man will. Und so habe ich viele, viele Versuche angestellt, mit dem Trinken aufzuhören. Und bin oft gescheitert und oft an den fehlgeschlagenen Versuchen verzweifelt. Ich habe so gebetet. Ich habe eine Nacht mal so gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann schick eine Hilfe. Und 2 Wochen später habe ich in einem Geschäft einen Flyer gefunden. Hilfe und Heilung auf dem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings. Und ich habe diesen Prospekt in die Hand genommen und irgendwo habe ich gespürt, das ist es. Ja, und heute kann ich Ihnen und darf Ihnen berichten, dass ich ein Dreivierteljahr später meine Heilung geschenkt bekommen habe von Alkoholsucht. Und dass ich jetzt seit über 7 Jahren vollkommen geheilt bin von Alkoholismus. Und ich habe das am Anfang gar nicht begreifen können. Ich habe es auch gar nicht glauben können, weil es waren so viele Jahre
hinter mir, wo es immer wieder war, ich höre zu trinken auf, wo es immer wieder war, ich schaffe das, ich höre auf. Eine Woche, 14 Tage, wieder von vorne, immer wieder das alte Drama. Ich habe lange gebraucht, ich sage es ganz ehrlich, ich habe lange gebraucht, bis sich das bei mir gefestigt hat, bis ich das ganze Vertrauen hatte, der ist gesund. Das Thema Alkohol ist erledigt. Ich brauche nicht mehr trinken. Ich könnte sogar, wenn ich wollte. Was ich früher gedacht habe, ja, was erstrebenswert ist für mich, ein normaler Umgang mit Alkohol. Heute könnte ich sogar. Die Schulmedizin sagt, Alkoholismus ist nicht heilbar, es gibt nur trockene Alkoholiker. Ich bin geheilt. Ich habe es getestet. Ich habe schon Wein getrunken, habe aus Versehen normales Bier getrunken, habe gedacht, das ist ein alkoholfreies. Und es hat mir nichts ausgemacht. Es ist nicht zu erklären, dass man plötzlich ohne jede Psychotherapie einfach frei wird von dieser Abhängigkeit. Und interessanterweise kann eben Herr Hösel beispielsweise auch eine Schnapspraline ohne Probleme essen und er wird deswegen nicht rückfällig. Er muss es nicht meiden, wie sonst ein trockener Alkoholiker jeden Schluck Bier unbedingt meiden muss, sondern er ist einfach frei. Und es gibt viele Ex-Alkoholabhängige, die hier im Freundeskreis die Heilung bekommen und jetzt wieder auf einer Wiesn, auf einem Fest irgendwie 1, 2 Glas Bier trinken können. Oder ein Liköreis essen können. Und das widerspricht jeglicher gängiger alkoholtherapeutischer Meinung darüber, ein bisschen ist gleich der Rückfall. Rückfall bedeutet, fängt alles von vorne an. Diese Abhängigkeit, was meine Frau mal sagte, dass wir nachts von träumen, ja, die träumen von den Drogen, träumen vom Bier oder was auch immer. Und das lässt sie nicht los. Ja. Und das ist wie so ein innerer Zwang, das doch zu tun. Und es kostet eine riesen Anstrengung, einen riesen Willen, das nicht zu tun. Ja. Und das haben wir erlebt immer wieder oder häufig bei diesen Heilungen, dass diese geistige Last, die verschwindet. Dass die Menschen wirklich überhaupt keinen Gedanken mehr an Alkohol oder Drogen haben. Das ist wie weggeputzt. Ja? Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist wie, als wenn die ein zweites Leben geschenkt bekommen haben. Ich bin frei. Frei von dieser Sucht, von dieser Knechtschaft Alkohol. Ich kann heute ein ganz normales Leben führen. Habe den Führerschein gemacht, habe mir eine eigene Firma aufgebaut als Raumausstatter und führe heute ein dankbares, glückliches, freudeerfülltes Leben. Das war eine Befreiung für mich, so eine Befreiung. Wir können ohne diese Begleiterscheinung, ohne diese schreckliche Miteinander leben. Und ich sage manchmal, die Liebe, die ist wieder freigeschaufelt worden von all dem Dunklen, wovon sie verdeckt war. Ich durfte da schon viele Kommentare schreiben von ganz, muss ich sagen, spektakulären Heilungen, die oft jahrzehntelang, wo die Beschwerden schon jahrzehntelang bestanden hatten und die auch aus heiterem Himmel quasi verschwanden. Und dass das Besondere ist, was ich sonst nirgendwo gefunden habe, gesehen habe, erlebt habe, dass diese Beschwerden ohne Entzugserscheinungen verschwinden. Und die Kommentare, die ich machen durfte bislang, da gab es auch keine Rückfälle. Also das ist etwas ganz Besonderes und das habe ich sonst nirgendwo noch erlebt. Ja, mit circa 17 Jahren sind mein damaliger Freund, der später mein Mann wurde, und ich sind wir von einem Bekannten auf einen Joint eingeladen worden, auf eine Haschisch-Zigaretten. Wir haben dann mitgeraucht und es ist dann so weitergegangen, wir haben dann die nächsten 2, 3 Mal, wo wir uns gesehen haben, haben uns wieder einladen lassen. Und dann haben wir angefangen, dass wir selber kaufen, am Anfang 10 Gramm meistens, die haben wir am Wochenende geraucht. Man trifft dann einfach immer mehr Menschen, die auch Drogen nehmen. Und
lernt dann einfach alles Mögliche kennen. Ich habe dann angefangen mit LSD-Trips, mit Speed, mit Kokain, Tabletten in Verbindung mit Alkohol, bis zum Heroin. Also wenn ich jetzt so denke, mir fällt keine Droge ein, egal ob Ecstasy, ganz egal, die ich nicht genommen hätte. Eben wirklich so alle Drogen quer durch die Bank, halluzinogene Pilze, einfach wirklich alles. Ich habe dann eben schon durch die ganzen Drogen, den jahrelangen Drogenkonsum, habe ich schon Schmerzen gekriegt in den Gelenken. Und wegen den Gelenkschmerzen bin ich dann zu einem Arzt gegangen, der hat mich akupunktiert. Und bei diesem Arzt habe ich einen Flyer gesehen, Heilung auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings, Einladung zu einem Ärztinformationsvortrag. Der Ärztinformationsvortrag war am 22. Oktober 1998. Das Ärzteinfo war aus, wir sind nach Hause gefahren. Und im Auto kriege ich auf einmal den Gedanken, jetzt hörst auf zum Rauchen, zum Haschischrauchen. Und habe das zu meinem Bruder dann gesagt, sage ich, was jetzt hör ich auf zum Haschischrauchen. Und er nur ganz kurz, ja, Andrea, kenne ich schon so auf die Art. Ist ja klar, er hat mir ja 18 Jahre nur gekannt, eben, dass ich ohne Drogen nicht sein kann. Es war dann so, ab dem 22. Oktober 98, ab diesem Abend bis heute, habe ich keine harten Drogen mehr genommen. Kein Heroin, kein Kokain, keine Tabletten, gar nichts. Und das, was für mich medizinisch ja auch so wichtig und interessant ist, sie hatte keine körperlichen Entzugserscheinungen. Normalerweise nach jahrzehntelangem Drogenmissbrauch tritt einfach ein körperlicher Entzug ein und der ist bei ihr nicht eingetreten. Dieser Bericht ist so etwas Besonderes von der Frau Mattelschweiger, weil er weder medizinisch noch psychologisch zu erklären ist. Diese Heilung hätte so nicht stattfinden können. Sie hätte Entzugserscheinungen haben müssen nach dem Vortrag und hätte das nach und nach nachlassen müssen über 2-3 Wochen. Und es ist psychologisch nicht zu erklären, weil sie nie einen Entzug durchgestanden hat und nie eine Therapie gemacht hat. Dann kann man auch nicht frei werden. Sie war hochgradig abhängig. Und dann ist sie spontan durch die Aufnahme dieses Heilstroms, dem Besuch dieses Infovortrags, wo sie sich vorher noch zugedröhnt hatte mit Haschisch, ist sie frei geworden und ist frei geblieben. Und das jetzt schon an die 10 Jahre. Das ist für mich psychologisch weder erklärbar noch überhaupt nachvollziehbar. Ich weiß noch, wo ich die Heilung im Rechner hatte und drauf geschaut habe. Ich habe den Mund offen gehabt und habe lange diesen Bildschirm angeschaut und mir ist nichts mehr eingefallen. Und genauso stehe ich heute da. Ich kann das nicht erklären. Heute geht es mir richtig gut. Ich fühle mich einfach frei, kann mein Leben wieder genießen, kann so wie heute einfach in der Stadt sitzen und was trinken und brauche nicht denken, wo kriege ich die nächsten Drogen her. Ja, ich fühle mich einfach wie ein gesunder junger Mensch. Ja, einfach lebensfroh, die Freude wieder, kann mein Leben wieder genießen. Ja. Um Jugendlichen ein ähnliches Schicksal wie Andrea Mattelschweiger oder Ulrich Hösel zu ersparen, gibt es im Bruno-Gröning-Freundeskreis auch Jugendgemeinschaften. Hier wird jungen Menschen die Lehre Bruno Grönings nahegebracht und ihnen damit ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, das ihnen in allen Lebenslagen Halt und Zuversicht geben kann. Wie ich dazu kam in die Gemeinschaft, war ich 21 Jahre alt, also noch ein fast Jugendlicher, und habe selber die Orientierungslosigkeit erlebt. Man hat seine Zeit und seine Kraft vergeudet mit vielen Dingen, ja, wo man sagt, das hat zwar Spaß gemacht, aber ob das wirklich einen Sinn macht und ob es einem auf die Dauer eine Befriedigung gibt, ist eine andere Frage. Also für einen Einzelnen ist es schwierig, wenn alle trinken oder alle bis spät abends in die Disco gehen, um sich zu betrinken oder Drogen nehmen, ist es schwer für einen zu sagen, nee, das finde ich nicht gut, weil da ist so ein enormer Druck und dafür brauchen die einfach die Gemeinschaften. Jugendliche müssen sehen, dass es auch andere Jugendliche gibt, die anders sind, die viel glücklicher sind, die strahlen das ja aus. Also ich kann mich nur gut erinnern, dass wir nach der Jugendgemeinschaft sehr wohl in die Diskothek gegangen sind und dann
aber eines Tages oder eines Abends mal ganz klar da gesessen haben und gedacht haben, was wollen wir eigentlich hier? Und einfach selbst empfunden haben, das ist es nicht. Und das ist die Motivation für unseren Freundeskreis, dass wir den jungen Menschen früh schon die Chance geben wollen oder eröffnen wollen, dass sie halt früh genug lernen können, durch die Lehre Bruno Grönings gesund zu werden und gesund zu bleiben. Ich bin so mit 14, 15 in eine Essstörung geschlittert. Das hat erst mit Magersucht angefangen. Also ich habe Leistungssport getrieben und mich dann da hineingesteigert. Das war parallel zur Scheidung meiner Eltern. Und dann habe ich aufgehört zu essen, auf meine Figur geachtet und bin halt immer dünner und dünner geworden. Und später ist es dann immer hin und her geschlittert von gar nichts essen, zu viel essen, dann wieder gar nichts essen. Also mein Gewicht konnte innerhalb von einem Jahr von 15 Kilo Übergewicht zu 10 Kilo Untergewicht. Also alles innerhalb von allerkürzester Zeit. Hinzu kamen dann Depressionen, weil man keinen Sinn mehr im Leben sieht. Ich habe Therapien gemacht, wo Ärzte einfach auch gesagt haben, das kriegen wir schon in den Griff, aber sie werden immer ein Problem mit Essen haben. Und für mich war das keine Option, weil ich wollte das einfach aus meinem Kopf raus haben. Also ich wollte nicht mehr über Essen nachdenken müssen und bin ich jetzt zu dick, bin ich jetzt zu dünn. Es war für mich sehr, sehr schwer und habe mir dann umso mehr Sorgen gemacht und wollte ihr unbedingt helfen. Habe alles Mögliche getan, ging zuerst zum Psychiater mit ihr. Ich war bei 3 und zum Schluss bei einer Therapeutin. Und habe mir Bücher darüber geholt, um ihr helfen zu können. Und je mehr ich gelesen habe, umso mehr Angst hatte ich und Sorgen. Und entsprechend schlechter ging es mir dann auch immer. Ne? Der Tiefpunkt der Krankheit bei mir war tatsächlich, als ich dann gesagt habe, so, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich nehme mir jetzt das Leben. Und ich habe es probiert, es hat zum Glück nicht geklappt. Und ich denke, die Verzweiflung von Frau Hossisch war sehr groß, wie auch der Selbstmordversuch zeigt, den sie dann ja getätigt hat mit Tabletten, um aus dieser Lage des ständigen Kontrollverlustes wieder rauszukommen. Der Möglichkeit, ich weiß nicht weiter. Und sie ist dann zum Freundeskreis gekommen, eher gesagt ihre Mutter. Und da habe ich dann also erstmal gedacht, wo bin ich ja hier gelandet, so die Hände auf aber nachdem die mir erklärt haben, dass ich mich öffnen soll, habe ich das erste Mal so einen Frieden gespürt, so innerlich und so einen Gedanken, jetzt wird alles gut. Ich weiß nicht, woher der kam. Ich habe Einführungsbuch genommen, ein Bild von Bruno, habe gesagt, Bruno, wenn das stimmt, was Sie da alles erzählen, bitte hilf ihr. Dann war halt Folgendes, dass ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und einfach gemerkt habe, dass was anders ist. Also die ganze Schwere des Lebens ist eigentlich von mir abgegangen. Ich bin aufgestanden und habe gedacht, ach, was ist denn jetzt los? Wirklich, als ob jemand so einen Schleier runtergenommen hätte oder das Licht angemacht hat. Als ob ich die ganze Zeit im Dunkeln bin und jemand hat den Lichtschalter für mich angemacht und so, okay. Und was halt, glaube ich, auch so für meine Mutter sehr besonders war, ich bin halt an dem Morgen aufgestanden und ich hatte Lust zu frühstücken. Und ich bin zu meiner Mama gegangen, habe gesagt, ich würde gerne mit ihr frühstücken. Also ich habe mir Frühstück gemacht, habe gegessen und die setzte sich zu mir am Tisch und hat mit mir gegessen. Das hat sie 6, 7 Jahre nicht gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das gesehen habe. Und ich habe im ersten Moment, also mir ist die Kinnlade runtergefallen, ich konnte es nicht fassen. Man muss sagen, in den 7 Jahren, wo ich essgestört war, habe ich auch irgendwann aufgehört, vor anderen Leuten zu essen. Egal, ob ich ganz dünn war oder ganz dick war. Also Essen war nur noch meins. Also da durfte auch niemand anders mehr dran teilhaben. Und so hat es dann halt angefangen. So ging es dann Stück für Stück bergauf für mich. Uni konnte ich dann auf einmal innerhalb von kürzester Zeit, habe ich halt meinen Abschluss gemacht. Und das hat sich halt davor durch die Krankheit immer gezogen und gezogen. Und da war ich dann auf einmal fertig. Jo. Und plötzlich war auch, ich bin jetzt zum Beispiel ein Mensch, der jetzt von sich sagen würde, der isst gern und es schmeckt mir auch. Und ich bin jetzt nicht mehr so, oh mein Gott, ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel, jetzt muss ich wieder nichts essen oder so. Also man hat halt eine Freiheit im Kopf, man hat eine Freiheit einfach zu leben. Essen ist Nebensache, ist schön, aber bestimmt nicht das Leben. Und es ist für mich psychologisch ein großes, großes Wunder, dass dieses Mädchen, was sie damals ja noch war, nach 7 Jahren Magersucht, die dann in eine Bulimie überging, in eine Esssucht, auch mit der begleitenden depressiven Symptomatik, die ja häufig ist bei diesen Patienten, direkt nach der Einführung, nachdem die Mutter sich für ihre Tochter eingestellt hat, frei geworden ist von allen Beschwerden. Üblicherweise muss man sowas jahrelang therapieren. Die Prognose ist trotzdem negativ, weil essgestörte Patienten sehr oft den Therapeuten wechseln
und einfach kein Vertrauen haben. Und Rückfälle sind sehr oft vorprogrammiert, dass es wieder zu diesen Essattacken kommt, dass die einfach ganz viel essen müssen. Und das ist hier nicht geschehen. Die Mutter hat sich eingestellt für ihre Tochter und die Tochter ist alleine dadurch gesund geworden und hat am nächsten Tag mit der Mutter frühstücken wollen, was jahrelang nicht so war. Das ist psychologisch für mich nicht zu erklären und grenzt nahezu an ein Wunder. Und auf einmal hieß es, jetzt machen wir Volkstanzen. Und da dachte ich, aha, und da kam aus Innsbruck so ein ganz alter Herr, ich weiß nicht, der war glaube ich schon über 70, ganz schlohweiße Haare, ein lieber Mensch, Hermann Jülk aus Innsbruck. Und das war herzig. Und Frau Häusler damals auch über 60 im Dirndl und er war in österreichischer Tracht. Also es war schon ein ganz besonderes Ambiente. Und die beiden marschierten da im Volkstanz auf und irgendwo, also es hat was gehabt, also mir hat das dann richtig Spaß gemacht. Ich war sonst immer eher eine Disco-Queen und war viel in Diskotheken auch unterwegs. Und ja, auf einmal sowas, also ich habe gar nicht gewusst, wie fetzig so eine Polka auch sein kann. Und also mir hat das auch großen Spaß dann gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das am Anfang schon belächelt habe, weil ich gedacht habe, na super. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Also ich kannte das auch nicht. Volksmusik war für mich wie heißt der, Heimatstadel oder wie die alle heißen und bloß nicht. Und ich habe mich auch sehr lange dagegen gewehrt. Und dann kam ich in die Gemeinschaft und habe gehört, hier werden Volkstänze gemacht, hier wird Volkslieder gesungen. Und der erste Gedanke war, das ist nichts für mich. Mich zu weg. Aber ich habe es mir dann angeschaut, habe es mitgemacht und habe dann erlebt, wie mich das begeistert hat, wie mich das erfüllt hat, auf eine ganz andere Art. Dann habe ich es einfach mal gemacht und es hat Spaß gemacht und heute sehe ich das halt ganz anders. Das ist Tanzen, das ist einfach schön. Also mit Musikantenstadel hat das tatsächlich gar nichts zu tun. Das empfinde ich auch als sehr befreiend. Das ist sehr schön. Also man schafft es da noch besser, den Alltag und alles loszulassen. Wir haben schon den Wunsch, dass die Menschen in den Ländern ihre eigenen Volkslieder, ihr eigenes Volksgut wieder aus der Tasche kramt und singt und musiziert. Weil das wäre ja nicht richtig, wenn alle in der Welt deutsche Volkslieder tanzen müssten oder singen müssten. Und wir machen wirklich die Erfahrung, dass die meisten Völker auch eigene Volkslieder haben. Und so der Kultur entsprechend, dem Ursprung entsprechend, wie es halt in jedem Land ist. Und das sollen sie pflegen und auch singen und spielen. Und das ist schon unser Wunsch. अगर तुम न होते मेरे प्रिय मित्र यह जिंदगी कैसे होती यह जिंदगी कैसे होती. Es freut mich aus ganzem Herzen, heute bei euch sein zu können. It enjoys me from my inner heart to be with you today. Wir sind in Deutschland zu Hause und das ist weit, weit entfernt von euch. And our home is Seit den 70er Jahren gibt es im Bruno-Gröning-Freundeskreis auch Kindergemeinschaften, mittlerweile in vielen Ländern. Hier wird die Lehre Bruno Grönings in kindgerechter Form vermittelt. Irgendjemand hat eine Heilung erlangt, sei es der Vater, sei es die Mutter. Und dann ist auch der Wunsch, das ist so was Wunderbares, so leicht aufzunehmen. Das möchte ich meiner ganzen Familie zugutekommen lassen. Ich bin ja in meinem Leben irgendwo mal gestrandet. Und ich wollte nicht, dass unseren Kindern das auch passiert. Und ich habe mir gedacht, was für mich gut ist, was mir gut tut, das tut auch unseren Kindern gut. Und wir haben dann alles daran gesetzt, dass wir dann hier auch eine Kindergemeinschaft bekamen. Und dann gehen sie auch 3-wöchentlich in die Kindergemeinschaft. Und da erleben sie ja auch Hilfe, Heilungen. Und vor allen Dingen ganz viele Dinge, was den schulischen Bereich anbelangt. Aber auch körperlich. Und manche Kinder sind leider auch schon heute seelisch belastet. Die erlangen da auch Hilfen, Heilungen.
Wir hatten in Berlin eine Kinderwoche und auf dieser Kinderwoche war der Alexander gewesen und er hatte hochgradig Asthma. Ja, als Alexander in die Schule kam, hatten wir immer mehr festgestellt, dass er immer öfter Luftnot hatte. Und der Kinderarzt hat uns dann empfohlen, dass wir zu einem Lungenfacharzt gehen sollten. Das hatten wir dann auch getan. Und dort wurde dann die Diagnose gestellt, dass er Asthma hatte. Dann hat er also Cortisonpräparat bekommen, was er nehmen musste. Und er hat auch ein Asthma-Notfallspray bekommen. Ja, also das, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, sind die Einschränkungen, die ich als Kind hatte. Das fing an, als ich klein war, dass ich in gewissen Intervallen diese Atemnot bekommen habe, die immer ganz plötzlich auftrat, circa 3-4 Mal im Monat. Ich konnte nicht immer das machen, was die anderen Kinder gemacht haben, und das habe ich dann auch schon gemerkt. Das hat sich auch auf meinen Freundeskreis ausgewirkt, wenn die anderen beispielsweise jetzt sportliche Aktivitäten machen wollten, draußen rumlaufen wollten, dann konnte ich das oft nicht, weil ich immer mit dieser Einschränkung leben musste. Teilweise war es auch so, dass ich nicht richtig schlafen konnte. Ich konnte mich nicht hinlegen. Ich hatte dort trotz Spray und trotz Inhalation hatte ich starke Probleme, dort einzuschlafen im Bett, weil mir das Atmen so schwer fiel, dass ich dann auch Angst hatte, zu ersticken. Also musste ich im Bett sitzen und konnte nur in sitzender Position überhaupt ein bisschen Schlaf finden. Also ich habe das so erlebt, dass ich eigentlich nie zur Ruhe gekommen bin, dass ich auch selbst ich immer wieder darauf gewartet habe, dass er den ruft, Mama ruft, mit letzter Kraft. Also ich habe ihn erlebt, da saß er im Bett und hatte wirklich ganz wenig Luft bekommen. Das hat mich dann auch, auch in meinen sozialen Kontakten gehemmt, sodass ich mich auch gegenüber Freunden, die das auch nicht immer verstanden haben, warum ich eigentlich an bestimmten Tagen dann einfach gar nicht zur Verfügung stand, dass ich mich von diesen Freunden auch dann zurückgezogen habe und auch mehr für mich war. Was mir auch jetzt so noch so kommt, ist, dass Alexander immer, wenn seine Freunde am Fenster vorbeigegangen sind und wollten zum Fußball spielen, er am Fenster stand und hat geweint, weil er nicht mitkommen konnte. Das Ganze hat mich einen größeren Teil der Kindheit begleitet, mehrere Jahre. Ich habe sehr viel geweint damals, sehr viel. Es war ja auch die Zeit, wo ich auch sehr belastet war. Und ich hatte eigentlich gar keine Kraft für ihn oder für mich, sondern ich habe mich also immer auf meinen Mann gestützt, dass er dann kommt, dass ich dann auch loslassen konnte, weil es war manchmal sehr viel für mich. Ja, man fühlt sich einfach hilflos. Man möchte ja immer für die Familie der Starke sein, der noch so der letzte Rettungsanker irgendwo ist. Aber man wusste ja nichts, was man machen kann. Und ich merkte ja auch, nach außen hin habe ich mich immer so gegeben, als ob ich immer positiv denke und als ob alles gut ist. Aber innerlich ist man ganz, ganz leer gewesen. Man ist einfach hilflos gewesen. Im Jahre 2000 wurden meine Eltern dann eingeführt und haben dann das dort so positiv erlebt beim Bruno Gröning Freundeskreis, dass sie auch mich daran teilhaben lassen wollten. Und im Sommer 2001 besuchte ich dann mit meinen Eltern eine Familienwoche in Bollmannsruh. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass mir die Örtlichkeit dort sehr gefallen hat. Dort war ein See in der Nähe. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist und was ich als sehr schön empfunden habe, war, dass es einen riesigen Fußballplatz gab. Und da gab es in mir auch sofort den Wunsch, da möchte ich drauf Fußball spielen. Aber leider kam es dazu erstmal nicht, dass ich dort Fußball spielen konnte. Ja, wir saßen dann, morgens werden in Kinderstunde abgehalten mit Singen, Tanzen. Aber auch die Lehre Bruno Grönings wird weitergegeben an die Kinder und die Kinder nehmen dann auch den Heilstrom auf. Und dann habe ich bei Alexander gespürt, dass er fast keine Luft mehr bekommen hatte. Und ich wusste ja, das sind Regelungen, ich wusste es. Aber
Als Mutter hatte ich doch die ganzen Jahre wirklich nur Elend und Kummer erlebt. Und in dem Moment konnte ich nicht schalten und war auch etwas aufgeregt und hatte auch Angst. Und die Mutter ging hin mit diesem Jungen, ging aus dieser Stunde raus. Meine Frau hatte diese Tagung geleitet, saß auf der Bühne. Ich saß erst etwas rechts an der Türe, wir zwei guckten uns an. Und ich bin direkt hinter dieser Frau Deja hergelaufen. Und dann kam Herr Lüger und hat mich dann gebeten, ihm Alexander anzuvertrauen. Und dann ist Alexander mit Herr Lüger zum See gegangen. Und in dem Moment ist bei mir, irgendwas hat sich verändert in mir. Ich hätte weinen können vor Freude, dass mir in diesem Moment die Last abgenommen worden ist. Egal was geschieht, ich habe einfach vertraut. Und dann war dort, wenn man ein paar Schritte gegangen ist, war auch dann dort gleich der See. Und dann hat der Herr Lüger gesagt, etwas, was ich als Kind dann total in diesem Moment wirklich annehmen konnte. Er hat gesagt, jetzt nimm das Ganze, was in dir drin war und was nicht gut war, nimm das und schmeiß es in den See. Und dann habe ich ja gesagt und es auch geglaubt. Und ich habe richtig gesehen, ich habe es richtig reingeworfen und ich habe richtig gesehen, wie diese ganzen Belastungen, alles was da noch war, in den See gefallen ist, in einem hohen Bogen in den See und dann runter auf den Grund und weg war es. Das fand ich als Kind natürlich sehr, sehr anschaulich und wirklich eine sehr schöne Analogie und deswegen habe ich das gemacht. Weil Bruno Gröning hat ja gesagt, geben Sie es ab. Schmeißen Sie es einfach weg, ist schon richtig so. Und er hat das so vom Kindlichen gemacht, angepackt, der hat das wirklich gedanklich genommen und so da reingeschmissen. Und ich weiß auch noch, wie ich in diesem Moment wirklich sehr dran geglaubt habe, ganz, ganz fest, dass das jetzt auch tatsächlich dann hilft. Und sobald ich das dann reingeworfen habe, dann ging es mir auch wieder ein bisschen besser und dann sind wir zurückgegangen und im Laufe des restlichen Tages ist es letztendlich ganz verschwunden. Und ich konnte dann meinem Wunsch noch nachgehen und am Nachmittag dort Fußball spielen. Wer vors Tor? Wir hatten Temperaturen über 30 Grad. Der hatte Fußball gespielt, der hat alle weiteren Tage Fußball gespielt. Der ist gelaufen, der hat einen puterroten Kopf gehabt. Der hat nicht einmal mehr Asthma gehabt. Ich habe nur da gestanden, ich habe geweint und ich konnte es gar nicht fassen zuerst. Ich konnte es nicht begreifen, dass das Elend jetzt zu Ende sein soll. Und dann habe ich ihn beobachtet und viele haben ihn beobachtet, der ist da rumgelaufen. Ich weiß nicht wie lange, 1 Stunde in glühender Hitze, da war es ja warm. Und er ist wieder gekommen mit hochrotem Gesicht und er war so glücklich. Und da habe ich es verstanden, er hat die Heilung bekommen. Ja, also nach der Woche trat etwas ein, was ich als sehr befreiend empfand. Nämlich, dass ich nicht mehr ständig ein Spray dabei haben musste. Ich musste es eigentlich gar nicht mehr dabei haben. Es versauerte sozusagen bei uns im Schrank. Er brauchte ja seit diesem Zeitpunkt keine Medikamente mehr. Wir mussten nicht mit ihm zum Arzt fahren, weil er keine Luft mehr bekam. Und für mich war das so, als ob wie so ein Tunnel sich plötzlich auflöste, in dem man so gefangen war. Und plötzlich waren wir ganz frei. Bei mir war die Angst, alles war weg. Das war immer so wie so eine Zange, die mich irgendwie gefangen gehalten hatte, war plötzlich weg. Es war alles weg. Ich bin dann weiter im Fußballverein gewesen, habe auch mal zwischenzeitlich Tennis gespielt und andere Sportarten gemacht, aber hauptsächlich Fußball. Und das war alles möglich, ohne diese Angst zu haben. Und das hat mir im Alltag wirklich sehr geholfen. Und wir haben dann ganz viel unternehmen können, auch mit Alexander, was wir auch jahrelang nicht konnten. Wir sind weggefahren, haben was unternommen, das, was dem Jungen Freude bereitet hatte. Ich konnte dann auch weiterhin gut und durchgehend dann auch zur Schule gehen. So dass letztendlich ich auch viel mehr mit meinen Freunden machen konnte. Und wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, dass ich das Leben danach einfach viel mehr genossen habe. In den Kindergemeinschaften wird mit den Kindern auch gesungen und musiziert.
Von Anfang an legt Grete Häusler viel Wert darauf, klassische, volkstümliche und geistliche Musik im Freundeskreis zu pflegen und die Kinder, aber auch die erwachsenen Freunde für die positiven, aufbauenden Schwingungen solcher Musik zu sensibilisieren. Meine Mutter war ja früher Lehrerin gewesen und dann hat sie mit ihren Kindern in der Schule Blockflöte gespielt. Und wir als Kinder haben dann zu Hause auch Blockflöte gelernt, von ihr natürlich ganz klar. Bei uns wurde die Musik einfach gepflegt. Meine Mutter hatte selber Geige und Flöte gespielt. Und dann haben wir im Freundeskreis auch angefangen, auch auf Tagungen immer kleine Orchester, also Spielgruppen gebildet, um diese Musik also auch zu machen und zu pflegen. Das hat uns allen gut getan. Wir hatten viel Freude, viel Spaß dabei gehabt und hatten ein Ziel. Es wurde auch gehört, wir konnten es vorspielen irgendwo. Also alles so wichtige Punkte, die dann auch den Antrieb bilden. Aus dem gemeinsamen Musizieren und Singen entwickeln sich Mitte der 80er Jahre auch solistische Darbietungen für das Rahmenprogramm von Tagungen. Für Burkhard und Inga Pesch beginnt alles in einer Kindergemeinschaft. Also das erste war die Kindergemeinschaft. Es war dort eine Kindergemeinschaft entstanden. Und ja, ich spielte Gitarre, ich konnte singen. Da ergab sich das so. Dann haben wir mit den Kindern nach der Stunde gesungen. Und was hast du da gemacht? Ja, also ich war ja erstmal nicht bei der Kindergemeinschaftsstunde. Ich fühlte mich ja gar nicht so angesprochen damals. Aber nachdem ich dann die Inga bat, ob ich nicht mal mitsingen könnte, dann habe ich das dann auch gemacht. Und dann haben wir meistens im Duo gesungen. Das fing so eigentlich so an. Ne, dann war die große Entdeckung. Dann kam der Chor da hinzu, der sich daraus auch konstituiert hat. Und irgendwann, relativ schnell und früh eigentlich, fingen wir dann auch an, nicht nur ich, auch mein Bruder, dafür zu komponieren und Chorstücke zu schreiben. Ich hatte so ein altes Klavier im Zimmer stehen und dann fing ich an, eine Melodie zu spielen. Und das wurde dann eine Fuge, eine vierstimmige. Und dann habe ich den Text von Bruno Gröning dazu einfließen lassen, der passte. Aufzuhalten ist es nicht, das ist das wachsende Werk. Das ist das wachsende Werk, das wachsende Und ich habe dann meinen Bruder gerufen und habe ihm das dann gezeigt und der hat erstmal den Kopf geschüttelt und das geht eigentlich gar nicht. Das kannst du eigentlich gar nicht. Ich habe früher oft komponieren wollen und war immer unzufrieden, weil das, was ich machte, so banal war. Das kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe mich hingesetzt an meinen Schreibtisch, da war ich 12 oder 13 Jahre und dachte mir, und jetzt komponiere ich die schönste Melodie, die es gibt. Ich war überzeugt, das kann ich. Saß da mit meiner Blockflöte, schrieb dann eine Melodie auf und merkte am Ende, also das ist nicht die schönste Melodie, die es gibt. War unzufrieden und enttäuscht irgendwie, weil ich dachte, es muss doch irgendwie gehen. Und das habe ich eigentlich erlebt erst, als ich im Bruno Gröning Freundeskreis war und mich eingestellt habe, diesen Heilstrom erlebt, gespürt habe. Da habe ich das erlebt, was ich als Inspiration wirklich bezeichnen würde. Nicht also irgendetwas zu machen an Musik, sondern etwas zu tun, was einen selbst ergreift und was auch dann andere ergreift. Und dann haben wir angefangen, die CDs zusammenzustellen und das ging dann darüber hinaus. Also nur für Tagungen erstmal und später waren es dann Kassetten und CDs für die Freunde auch zu Hause, die einfach dann gebeten haben, auch macht weiter so und wann kommt die nächste CD raus.
Ich habe viel musiziert zu Hause. Ich durfte dann später auch studieren. Mit 21 habe ich angefangen, Klavier zu studieren. Und mit 26 kam ich dann in den Freundeskreis und ich habe gesehen, dass dort auch viel musiziert wird. Und das war für mich irgendwo ganz selbstverständlich. Ich habe mich gleich an der Musik orientiert. Ich weiß noch, meine erste Tagung, wie ich auf der Jugendtagung in Berlin war, da habe ich die musizierenden Freunde erlebt und bin gleich mit dazugegangen und habe gefragt, ob ich mitspielen kann oder ob sie mich brauchen könnten. Also ab 95 ist alles Mezzopiano und in 100 macht es ein Crescendo. 101. Es ist einfach himmlische Musik, was man selten erlebt. Auch wie die Musik gemacht wird. Es ist eine andere Art, die ich so noch nie kennengelernt habe. Es ist eigentlich genau die Art, die ich mir immer gewünscht habe. Die Musik im Freundeskreis, die Stücke, die geschrieben werden, die sind einfach so wunderschön und die haben mich jedes Mal so berührt und so erfüllt, mein Herz so erfüllt. Und das habe ich richtig genossen als Musiker. Und ich habe die CD aber gleich reingelegt und das war für mich wie von einer anderen Welt. Der war ganz, hat sowas noch gar nicht gehört. Das hat mich ganz fasziniert. Das höre ich jetzt dann schon jahrelang immer eigentlich und war es auch nicht müde. Bei anderer Musik ja, dann gefällt es einem schon. Dann hört man so Weile, dann kann man es aber nicht mehr hören, aber die Musik höre ich jetzt immer. Und ich habe früher dann auch von der Musik her ganz ein Jahr viel zeitgenössische Sachen gemacht und habe aber nie das so gefunden, was ich gesucht habe. Und da habe ich jetzt das gefunden in dieser Musik. Es hilft jedem Einzelnen, der gute Musik hört, gut in dem Sinne, dass es wieder hilft, Ruhe zu bekommen und sich zu öffnen, eben sich auch dieser göttlichen Kraft wirklich öffnen zu können, loslassen zu können. Wir möchten im Freundeskreis mit der Kunst, mit der Musik das Gute den Menschen fühlen lassen, ihm nahebringen, damit er das Ungute überwinden kann. Die Brüder Christoph und Burkhard Pesch sind 1984 durch die Heilung ihrer Mutter auf den Bruno-Gröning-Freundeskreis aufmerksam geworden. Ich hatte damals eine Trigenimusneuralgie, Schmerzen im Gesicht. Das waren Schmerzen, krampfartige Schmerzen. Das Auge war in Mitleidenschaft gezogen, die ganze linke Gesichtshälfte. Die Nase tat weh, die Zähne taten weh, das Ohr tat weh, bis runter zur Schulter. Hinzu kam, dass ich Nasennebenhöhlenentzündungen hatte, Stirnhöhlenkatarrh, Kopfschmerzen, ein dumpfes Gefühl im Kopf, in der Nase. Die Nase war zu. Ging ich zum Arzt, es wurde inhaliert über lange Zeit. Ein HWS-Syndrom. Ich war total eingeschränkt in der Kopfbewegung. Es knirschte, es knackte. Kopfschmerzen, Schulterschmerzen. Wurde immer wieder eingerenkt vom Orthopäden. Es kam hinzu Hormonstörungen, Stimmungsschwankungen, Lebensangst, Krebsangst. Vor allen Dingen das Gefühl, ich kann nichts, ich bin überhaupt nichts wert. Sie hat dann beim Spülen Gläser ständig zerbrochen und Sachen fallen lassen und geheult, ich kann nicht mehr. Ich war verkrampft, mein Leben war ein Krampf. Ja, ich kann es nur so sagen, wie es damals war. Und die hat schwer gestottert, meine Mutter früher. Also wir haben sie immer da zum Narren gehalten. Wenn die was gesagt hat, ob es zu Hause war oder bei Fremden oder wenn sie einkaufen gegangen ist,
Sie hatte, wenn sie erzählte, schwerste Nöte ausgestanden, wenn sie jetzt wusste, sie muss zur Wursttheke gehen und da was bestellen, beim Metzger oder wo. Weil sie hat dann also wirklich gestottert. Und das wurde mit den Jahren immer schlimmer. Zuerst nahm ich noch keine Tabletten, aber dann ging es nicht mehr anders. Dann musste ich Tabletten nehmen. Hinzu kamen dann auch Psychopharmaka. Und ich habe damals ja auch Selbstmordgedanken gehabt. Und habe einfach auch einen Weg gesucht. Und durch einen lieben Menschen habe ich von der Lehre Bruno Grönings erfahren. Und als ich in diesen Raum hineinkam, da hing ein Bild von Bruno Gröning. Und als ich dieses Bild gesehen habe, da ist in mir etwas passiert, ich kann es nicht beschreiben, ich habe nur weinen müssen. Ich habe das Bild angesehen und habe das Gefühl gehabt, du kannst hier alles loswerden. Ich habe ein Gefühl gehabt, das hört sich vielleicht jetzt übertrieben an, aber ich habe ein Gefühl gehabt, Heimat, das ist es, was du immer wolltest, was du gesucht hast. Anni, guten Tag, herzlich willkommen. Hallo Waltraud. Burkhard, schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Und ich kann mich noch an eine Situation sehr gut erinnern. Meine Mutter zog sich immer um 9 Uhr abends zurück, während mein Vater, mein Bruder und ich dann vom Fernsehen gesessen sind. Die machte irgendetwas. Und da sie früher auch mal autogenes Training und solche Dinge gemacht hatte, war es nichts Ungewöhnliches. Nur an diesem Abend stand sie dann plötzlich einige Zeit später der Tür mit Tränen in den Augen und wollte meinen Vater und uns, mein Bruder und mir eben klar machen, was sie da erlebt hatte. Sie hatte irgendetwas für sie sehr, sehr nahegehendes erlebt. Meine Mutter steht Tränen überströmt in der Türe und sagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gerade erlebt habe. Also sowas, es wird alles gut. Und ich wusste überhaupt nicht, was die meint. Was soll gut werden? Und wir guckten dich wie ein Auto an. Ja. Das ist jetzt schon wieder, jetzt wird er durchgeknallt, haben wir gedacht. Das war 2 Tage, nachdem ich eingeführt war. Da war im ganzen Haus etwas los. Und ich wollte aber die Kraft aufnehmen. So wie man das mir gesagt hat. Gehen Sie 2-mal am Tag in die Stille. Ich denke, was machst du denn jetzt? Im ganzen Haus ist was los. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen. Habe mich da eingeschlossen und habe mich eingestellt. Und was ich da erlebt habe. Ich habe die Hände aufgemacht und bitte, Bruno Gröning, wenn das alles stimmt, dann hilf mir. Ein Brausen durch den ganzen Körper. Ein Gefühl. Ich habe weinen müssen, ich habe gezittert und habe dann nur bei mir gedacht, das muss es sein. Das muss es sein, wovon die sprechen, vom Heilstrom. Das ist es. Und ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen. Ich glaube, da saßen mein Mann und auch die Kinder und habe gesagt, wisst ihr was ich jetzt erlebt habe? Was ich erlebt habe. Und heute weiß ich, dass der Heilstrom, er setzt ja überall da an, wo die Blockade im Körper war. Und das war ganz schnell. Ich war auf einmal frei, ich wurde auf einmal selbstbewusst. Und meine Mutter, die immer die Schwache war und sich hat beschimpfen lassen, ich habe meine Mutter rausgeschmissen aus dem Zimmer. Ich habe ihr Schimpfwort an den Kopf geschmissen damals, als Jugendlicher. Und das war auch normal. Also, wenn ich meine Cousins betrachtet habe oder die Nachbarn betrachtet habe, das war gang und gäbe. Man sprach nur noch von der die Alte. Und die wurde plötzlich selbstbewusst. Ja, und in einem Zeitraum, 5 Monate, 6 Monate, ich sag mal in einem halben Jahr, war ich frei. Die Schmerzen wurden immer weniger. Eines Tages habe ich gedacht, du hast ja gar keine Schmerzen mehr gehabt im Gesicht. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass es auf einmal weg war. Bis auf einmal fiel es mir auf. Ich ging in die Natur, es war windig, es tat sich nichts mehr, kein Schmerz, nicht mehr. Ja, wunderbar, du hast ja gar nichts mehr. Das Gleiche war bei dem HWS-Syndrom. Das war auf einmal auch weg. Ich habe wirklich damals erlebt, wie ich erlöst worden bin von Zwängen, von Krämpfen, von einem Leben, was eigentlich kein Leben war. Auch die Söhne von Annie Pesch erleben Heilung. So litt Burkhard Pesch seit seiner Geburt unter starken Verdauungsbeschwerden und musste regelmäßig Abführmittel einnehmen.
Innerhalb kürzester Zeit wird er frei davon. Ich habe wirklich um die Hilfe und Heilung gebeten und ich war ein paar Wochen später gesund. Die Verdauungsstörung, die ich an meiner Geburt hatte, war dann vorbei. Ich habe nahezu Unmengen an Verdauungsmitteln nehmen müssen, Apfelzäpfchen zum Schluss und Apfeltees mit meinem Vater zusammen immer getrunken. Und hatte von dem Zeitpunkt an das nie mehr nötig. Ich habe also seit diesen 22 Jahren nicht ein einziges Mal mehr Abführmittel gebraucht. Auch eine verstopfte Vene im Unterarm öffnet sich und Allergien verschwinden. Christoph Pesch litt trotz seiner jungen Jahre unter erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen. Das Schlimmste waren Allergien, die sich auch dann im Körper sehr deutlich dann zeigten, auch äußerlich, durch blutig gekratzten Hals, also Ekzeme an den Armbeugen, Kniekehlen, manchmal im ganzen Körper auch. Das waren manchmal Wunden und Krusten im Gesicht. Ich weiß noch einmal an der Nase, Oberlippengegend, dass ich wirklich, oder wir Sorgen hatten, die Familie, ob das nicht wirklich eine Riesennarbe immer bleibt. Also es war schon massiv. Und dazu kamen dann auch Allergien gegen Hausstaub, Schimmelpilze, die Allergien gegen Spät- und Früh- und Mittelblüter, also zu sämtlichen Jahreszeiten, sämtliche Pflanzen von Birke bis Spät, also alles Mögliche. Tiere mit Fell und Federn, hatte ich sofort das ganze Gesicht voll Pusteln, voll Blasen und die Augen waren dann zugeschwollen und bekam keine Luft mehr. Ganz schlimmer Juckreiz, fürchterliche Zustände. Ich durfte dann keine Milch mehr trinken, keine Eier essen, keine Nüsse mehr essen, keine Fruchtsäfte mit gepresster Schale. Und dann ist der Speiseplan schon ziemlich eng. Dann hatte ich noch Schmerzen ständig an der Blase, so alle paar Wochen, wenn ich Wasser halten musste oder kalte Füße hatte, hatte ich eine Blasenerkältung. Und das blieb dann mehrere Tage und war sehr schmerzhaft. Also nur Wasser lassen unter Schmerzen und kein Strecken des Körpers, also auch man durfte überhaupt nicht darauf drücken. Ich ging dann gebeugt halt eine Zeit lang und habe mich dann also im Haus aufgehalten. Ja, ich kam in den Freundeskreis, stellte mich dann auf die Kraft ein. Das Erste, was weg war, das war damals etwas, was nie diagnostiziert worden ist. Das waren Schmerzen in den Knie und Fersen beim Sport. Die waren also ziemlich schnell weg. Und das Nächste, was weg war, das waren dann die Blasenschmerzen, indem ich mir, als ich starke Schmerzen hatte, ein Bild draufgelegt hatte, ein Bruno-Gröning-Bild, mit der Bitte um Hilfe, habe die Kraft aufgenommen und innerhalb einer halben Stunde hatte ich keine Schmerzen mehr. Also spontan war alles weg. Ich habe abgetastet, gedrückt, mich gestreckt. Es war nichts mehr vorhanden, seitdem nie mehr. Also das war dann für mich klar, jetzt hast du es erlebt. Ja, und dann habe ich ganz bewusst auch dann Milch und Nüsse und Eier und all das, was ich nicht durfte, auch gegessen. Auch heute noch. Also wenn ich Lust habe, trinke ich morgens einen halben Liter Kakao. Und da ist auch mal 1 oder 2 Frühstückseier und das löst überhaupt nichts aus. Sind dann mit der Zeit die Ekzeme abgeklungen. Dieses Durchatmen können, obwohl Pollenflug gewesen ist, einen ganzen Frühling zu erleben. Jetzt auch dieses Jahr wieder. Ganz heiß der Frühling ist er ja gewesen. Und es ist alles auf einmal aufgesprungen. Es hat geknistert und geknallt. Alle Blüten waren offen. Die Luft war wirklich schwanger von Pollen, kann man sagen. Und dann dieses Gefühl zu haben, jetzt dieser Duft in Einklang mit der Natur in sich aufzunehmen, ohne dieses Echo von früher noch beachten zu müssen. Drüber hinweg hören zu dürfen und zu wissen, es ist Vergangenheit. Und das als Wahrheit zu erleben. Also ohne Beschwerden da durchzugehen. Durch diese Wolken und diese Düfte. Das ist schon was Besonderes, wenn man das vorher nicht konnte.